Puh, mir ist ganz schön warm. Hey Guys and Girls, hier ist wieder euer Grid Gamer, zurück zu Let's Play Cry of 4, hier im Bademantel-Outfit noch vom letzten Part. Ja, die Community Collaboration ist diesmal dran und puh, ey, die hat schon mal richtig krass angefangen. Die guten Modders, die guten Fans dieser Mod, haben hier sofort mal echt einen auf den Putz gehauen und haben hier wirklich eine gruselige Scheiße gemacht, wie ich gerade eben sagte, ne? Wie ich schon sagte. Das ist richtig krank hier, ey. Das ist nicht schlecht, das ist echt richtig gut gemacht. Alter. Boah. Und wieder haben sie mich bekommen. Ey, dass jeder Part sofort eskalieren muss. Aber okay. Das nächste Labyrinth ist voraus, aber Speicherpunkt. Oh, hallo. Guten Tag, der Herr. Wie geht es Ihnen an diesem wunderschönen Tag? Wo gehst du hin? Ja, ich gehe zum Megas, dann zum Burger King. Ich hätte gerne eine McDonald's. Hallo, Buchgegner. Habe ich den Ausgang gefunden? Ich bin der King? Ja, GG! Wow, okay. Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich hab das gefirst tried. Kein Ding für einen GG King. Das macht der Grid mal soeben. Kein Problem für den Profi hier. Was zur Hölle, als ob ich das geschafft habe. Ich mein, was? Das ist ja insane. Wie hab ich das denn hinbekommen? Jetzt mal ohne Scheiß. Also, nicht schlecht. So. Okay, weiter geht's. Wir sind beim 6. Creator angekommen. Ja, komm, jetzt zerschlagt es schon. Simon, wir haben das doch so gut geübt. Wir haben so viele Trainingseinheiten gemacht, dass du endlich Wladimir Klitschko schlagen kannst. Deine Faust aus Stahl, jawoll. Da ist sie, die Faust aus Stahl. Zeig sie uns. Du hast sie noch drauf. Okay. Oh. Chillt. 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 Chillt mal eine gute Runde ab. Es geht zu sehr ab. Hier. Meine Güte. Okay. So, den Rest schlagen wir einfach zusammen. Ah. Ja, verdammt, der hat mich einmal bekommen, aber jetzt ist aus die Maus hier. So, dass das Simon nicht mehr seine pure Faust hören muss, verwende ich jetzt mal Pistole als Nahkampfmethode. Den und den und den. Ich habe übrigens leider vergessen, ich habe es noch angesprochen vor ein paar Minuten, dann habe ich es vergessen, den Abspann für euch zu machen. Es tut mir leid, dann würde ich jetzt einfach den Abspann ganz am Ende des Videos setzen. Tut mir dementsprechend leid. Sorry. Das war dumm. Und der nächste Challenge-Raum. Okay, wir arbeiten uns hier von einer Zelle zur nächsten. Das ist krass. Verschwindet. Okay, du auch. Sehr gut. Weg mit dir, du. Dame, du Stute. Okay. So, und wenn wir mit der Taschenlampe so nach oben schlagen, sieht es ein bisschen verglitscht aus, leider. Muss ich gerade mal zugeben. Oh, die Musik hat aufgehört. Vielleicht Atmosphäre. Kann ich nicht einfach... ich kann da durchspringen. Warum einfach, wenn es kompliziert geht? So. Bereit für den nächsten Raum? Bereit für den nächsten Raum. Ja, ich sehe schon, wie das funktioniert. Okay, weißt du was? Mir ist langweilig, deswegen. Oh, hier gibt's Taschenlampe für uns. Okay, da war ich ein bisschen munitionsverschwenderisch gerade. Ah, verdammt. Jetzt kriegen wir dann doch gut aufs Maul. Okay, puh. Aber wir haben es geschafft. Können das hier mit der guten Pistole kombinieren, dass wir jetzt endlich Licht haben.
Und damit ist eigentlich die Taschenlampe hinfällig geworden. Dann nehmen wir mal die Spritze auf die 2. Zack. Und verwenden die jetzt auch, dass wir bereit für den nächsten Raum sind. Oh, ja, Simon, tut gut, ne? So. Viel durchbrechen, aber ich meine, wer tut es nicht gerne, Holzbretter in Rage einfach in 2 Teile zu zerteilen? Das macht ein jeder Simon doch gerne. Und ein Gut eventuell auch. Wow, quetscht mich halt sofort ein, kein Problem. Oh, ich kann während des Nachladens nichts einsammeln. Uah. So. Gib den Munitionsclip bitte, ja. Danke. Und die Gegner an der Wand können wir ignorieren. Ja, okay, gut. Das ist jetzt nicht so ein cooles Kapitel hier, muss ich sagen. Einfach mit den Gegnern zu besiegen. Ich meine, die Idee ist nett und so. Und es ist eine Herausforderung. Vor allem, weil uns bald die Munition leer gehen wird. Aber das ist kein Horror. Das ist einfach nur verprügelte Gegner. Okay, ich versuche Munition zu sparen. Das heißt, der Nahkampf muss jetzt her. Okay, die machen gar nicht mehr so viel Schaden. Genau, vor allem, weil sie sich halt selber hitten können. Okay, komm schon. Okay, das ist schon umgekippt. Okay, Munition leer. Okay, und du gehst auch noch drauf. Komm schon. Geh drauf. Danke. So. Hier ist noch eine Spritze. Ziemlich fies versteckt, muss ich sagen. So direkt an der Wand. Nicht, dass wir Munitionsclip oder so übersehen. Das wäre ein bisschen blöd. Nee, das wäre nicht so gut. Okay, ich muss fast schon sagen, langsam wird es ermüdend. Simon, hast du noch die Kraft? Er sagt ja. Okay. Er hat noch die Kraft. Okay. Hier können wir einfach durch. Tschüss. Haha. Einfach durchgesprintet. Und Tivinia übernimmt. Den kennen wir auch. Revolver. Gern geschehen. Das ist die Tür, von wo ich herkam. Okay. Good to know. Und hier liegt noch eine Knarre für uns. Dankeschön. Das heißt, wir haben jetzt wieder ein bisschen Munition auf der Hand. Und wir haben Kapitel 6 erreicht. Das heißt, wir nähern uns auch hier langsam zu dem Ende. Der Schuss kam jetzt aus dem Nichts. Kann ich bitte aufs Klo gehen? Danke. Okay, komm, hier, Glock. Ab dafür. Ich denke, ich schaffe noch ein paar Räume. Ohne eine Spritze zu nehmen. Hä? Was zum... Huch? Wo bin ich denn hier gelandet? Was ist das hier? Ein leerer Gang? Oder hat er etwas zu bedeuten? Ha! Lol. Da ist Dr. Purnell. Warten Sie noch, Doktor. Oh. Oh Gott. Oh Gott, mir ist gerade schlecht geworden. Alter. Das war das Gruseligste, was ich jemals hab mitmachen müssen, gerade eben. What the fuck fällt euch ein, Entwickler? Modder. Community, mein Gott, ich komme hier schon komplett durcheinander. Oh mein fucking Gott. Macht das nicht noch einmal. Macht das nicht noch einmal. Ich komme gleich zu Ihnen. Gut, das ging ja. Geht's da auch durch? Da geht's auch durch, okay. Oh! Mein Gottes Willen! Ist das jetzt hier ein Labyrinth oder was? Ich will mal zum
Doktorenklausel Hansi gehen. Der hat bestimmt ein paar wichtige Inputs für uns. Mal gucken, was das so zu sagen hat. Au! Ey, ich will Kegeln spielen. Und du störst mich hier einfach. Was fällt dir ein? Ist daneben. Aufs Maul. Auf die Beine. Auf den Bauch. Und auf den Rücken. Sehr gut. Und down. Kann ich einen Kegel mitnehmen und damit rumspielen? Bitte. Ach komm schon, warum nicht? So. Herr Dr. Purnell, haben Sie mir etwas zu sagen? Ah, okay. Mhm. Ja. Okay, was noch? Echt? Echt jetzt? Du warst heute mal weg? Musst du nicht deinem Job hinterherkommen? Bist du dir das sicher, dass das stimmt? Wirklich? Ah, okay. Tschüss, ne, ich geh da mal. Okay. So weird. Von mir aus. Okay, der ist draufgegangen. Schnell, Revolver. Bam. Nachladen, bevor es zu spät ist. Und den Todesschutz. Auf die Buchseite. Bam. Und noch eine. Und noch eine. Jetzt ist er down. Ah, ich wollte gerade sagen, sag mal, gibt es überhaupt was in den Räumen? So von Belang, dass es sich überhaupt lohnt, da reinzugehen, außer den Schock seines Lebens zu bekommen oder einfach verstört zu sein für sein restliches langes Leben. Dann ist gut. Oh, danke. Belohnungsraum? Fragezeichen. Shotgun. Nehme ich gerne. Komm, ich schmeiß jetzt hier mal das da weg. Und setz die Shotgun auf die 1. So. Noch Fragen? Nein? Dann kann es ja weitergehen. Und wir könnten jetzt unsere Revolver nachladen. Ah ne, wisst ihr was? Ich nehme die Laterne mit, lass die Taschenlampe aber dafür hier, weil die Laterne können wir als zweite Lichtquelle so gesehen benutzen. Wenn wir sie nämlich fallen lassen, dann gibt es ja weiteren Lichtkick ab. So, ich glaube, hier war ein Durchgangsraum, das heißt, wir sind da durchgegangen und sind jetzt hier rein. Irgendwie, ich weiß nicht, auch wenn das hier nicht gerade cool aussieht, ich finde es so irgendwie cool, so 1000 Räume, in dem jeden Raum erwartet dich eine böse Überraschung oder irgendetwas Neues. Und so, du hast halt keine Ahnung, was dich in jedem Raum erwarten könnte. So, du hast wirklich keine Ahnung. Und das macht's richtig gruselig und spannend. Okay, hier wird wieder ausgerastet. Hier ist eine Gruppenparty. Ich habe einen Schlüssel aufgesammelt. Also ich gehe da mal wieder, okay? Das ist mir ein bisschen zu viel Stress da drin, Leute. Au! Was fällt euch ein? Ey, das war nicht ernst gemeint. Was fällt euch ein? Au! Die sind einfach mit durch die Tür gekommen. Ich habe das nicht ernst gemeint mit... Oh. Diese Nachbarn immer, die sind immer viel zu anhänglich. Okay, was haben... das da. Das unbekannte Areal ist das Neueste. Wieso ist jetzt alles im Schwarz-Weiß-Filter auf einmal? Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Keine Ahnung. Hä? Wieso ist das jetzt auf einmal alles ein Schwarz-Weiß-Filter? Jetzt sag mir nicht, dass ich eigentlich das gesamte Main-Theming jetzt verpasst habe. Klasse. Och, das finde ich jetzt aber schade, ehrlich gesagt. Genauso schade finde ich, dass wir jetzt hier nochmal alles von vorn machen müssen und ich natürlich keine Ahnung habe, was jetzt in welchem Raum war. Es waren zu viele Räume. Deswegen würde ich sagen, was ist der Jumpscare-Raum? Nicht noch einmal. Ah, hier liegt auch noch mal ein Magazin rum. Das habe ich, glaube ich, vor lauter Wahnsinn und Schock übersehen. Was auch verständlich war, aber alter, fuck. Schwede nochmal. Das war ohne Scheiß der gruseligste Moment, den ich jemals hatte. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich an der Tür wieder, da wo es richtig hardcore abging, aber da war ein Schlüssel drin. Ich glaube, ich werde da mit Revolver oder Shotgun oder sonst was reingehen und natürlich mit vollen Leben. Also, bis dann, wir sehen uns gleich wieder. Okay, so, da bin ich wieder, da wäre ich wieder vor der Tür des Schicksals. Ich habe in der Zwischenzeit auch nochmal gespeichert und
Jetzt können wir uns mal diesem Wahnsinn hier stellen. Also zeig's mir. Einen nach dem anderen. Ich kann mich kaum bewegen. So, nimm den. Und den. So. Gut, jetzt haben wir das hier überlebt. Und wir haben tatsächlich vorhin wohl echt so ein bisschen einen Look verpasst. Das finde ich sehr schade, weil dadurch ist ein bisschen was vom Feeling verloren gegangen. Naja, können wir wohl auch nichts dazu. Was soll's. So, wisst ihr was? Einer von euch hat's verdient. Es war ja so klar, dass das jetzt passiert. Dass ich den jetzt verfehlen muss. Das war so klar, aber... Na gut. Wie du meinst, Squire 4. Wie du meinst. Ist schon in Ordnung. Ich verzeihe dir. Okay, ich fühle mich erneut unkomfortabel mit den wenigen Leben, die ich jetzt habe. Ich speichere nochmal. Ich speichere nochmal. Luschen-Modus for the win. Yay! Wir alle mögen doch den Luschen-Modus. Er ist doch so cool und so schön. So, Headset neu richten. So, zack. Und dann geht das schon deutlich besser von der Hand. Okay. So. Ich glaube, der Raum war jetzt neu. Ach, da ist so ein Krabbelfisch drin. Okay, gut, das ist ja jetzt echt unspektakulär. Auch schlecht finde ich, dass hier die ganzen Fahrzeuge und Rohre lernen, wie sie schweben. Ich meine, es ist zwar schön, dass sie viel Red Bull trinken, aber das muss nun wirklich nicht sein. So, unsere Shotgun ist ja leer, ne? Dann können wir eigentlich wieder die Spritze auf den 1 setzen. Auf den 1 setzen, Jungs und Mädels! Boots, Digga. Hab dich umgenietet. Oh, da liegt was. Was liegt denn da? Shotgun weg. Ein Backdoor-Key. Oh, noch ein Schlüssel. Oder gab es mehrere Möglichkeiten, an den Schlüssel ranzukommen? Ich habe zweimal einen Schlüssel. Doppelt hält besser. Das ist immer zum Gewinnen. So. Auch du gehst drauf. I need a key to unlock this door. And the door is unlocked and I'm taking my shotgun again with me. With the best English ever spoken. My Crit Gamer. Okay. Dann würde ich sagen... Nachladen. Revolver. Und durch da. Und Ladescreen. Kommen wir jetzt auf den 8. Creator. Oh oh. Nein, Spiel nicht abstürzen. Spiel. Nicht abstürzen. Spiel. Hallo? Das könnte jetzt ein Problem sein, weil ich habe das Spiel jetzt... Normalerweise stürzt das Spiel nämlich immer dann ab, wenn man es halt lange laufen lässt. Also so ab 1,5 Stunden oder ab 2 Stunden kann das Spiel dann abstürzen. Aber ich habe es jetzt erst so seit 40 Minuten offen. Das ist ja jetzt blöd. Scheiße. Ja, okay. Ich mach noch mal einen Cut, ne? Ich versuche das zu fixen und dann sehen wir uns gleich wieder. Aha. Das hört sich schon besser an. Ah, und dich kennen wir auch noch. Der Doktor-Modus-Nachmacher. Ich hätte mich heilen sollen, weil es die Lebenspunkte übernommen hat. Danke für diesen Beschiss. Könnte ich eigentlich nochmal neu laden. Was meint er, oder? Ne, wir gucken uns hier erstmal um. Gucken uns das hier alles an. Die E3 Pointman mag es wirklich sehr gerne, den Doktor-Modus zu remaken. Der findet das toll. So. Ist jetzt nichts oder was? Das alte Magazin liegt da. Hier scheint kein Ausgang oder sonst irgendwas zu sein. Und er macht mal wieder den Abschluss. So, hier sagt er, die Tür ist verschlossen, aber wir können uns auch nicht durchschlagen. Hier sagt er, hä? Oder geht's hier lang?
Na. Was na? Ist auch nicht lang, oder was? Die Tür ist verschlossen. Oh, irgendwas, mit was ich interagieren kann und ich es nicht weiß. Ich drück mal ab und an E, auf der Hoffnung, dass der Doktor irgendwas was aufnimmt. Aber, hä? Hier muss doch irgendwas sein. Kann er die Säge aufnehmen? Kann er hier dran was rummachen? Kann er jemanden anrufen? Hallo? Hilfe! Ich rufe einmal die, hier ist ein Schlüssel. Ziemlich fies versteckt. So, jetzt kommen wir aber durch. Klopf, klopf, klopf. Wer ist da? Die Tür. Okay, das war klar, dass man da durch kann. Oh, Hallöchen. Die prügeln wir mal zusammen. Ich hoffe, ich mache dem Schaden. Hallo? Bist du unverwundbar, oder wie? Ah, nee, doch nicht. Jetzt sehe ich's. Ja, auf das habe ich's abgesehen. Genau, auf das. Häng dich hin. Ich sehe dich. Verdammt, ich habe einmal daneben geschossen. Ah, ich habe mehr Munition als gedacht. Und einmal dagegen schlagen hilft auch bei den Gegnern sehr gut. Alles klar. Hallo? Jemand da? Okay. Wenn es hier weitergeht. Oder wir probieren erstmal, ob es hier weitergeht. Scheiße! Ich wollte noch die durchbrechbare Tür checken. Aber das können wir ja noch machen. Zum Glück. Wir können diesmal also noch zurückgehen. So, mal gucken, ob uns sogar diesmal ein Jumpscare war. Ah, hier geht's auch durch. Wer ist das denn? Was soll das darstellen? Das ist der tödlichste Politiker, den ich jemals gesehen habe, neben Axel Voss. What? Okay, das ist jetzt sehr strange, muss ich sagen. Aber okay. Beenden wir an dieser Stelle mal den Part. Sehr merkwürdige Sache hier. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann und ciao.